Ja, hallo. Hinter mir steht ein roter Tesla Model 3. Den habe ich heute Morgen vom Tesla Service Center in Möhlin bekommen. Nicht, weil ich ihn kaufen will, sondern als Ersatzfahrzeug, weil mein Model S dort im Service ist. Und warum, das werde ich gleich erklären. Ich wollte jetzt hier keinen großen Autotest machen, aber doch mal kurz beschreiben, wie ich den Unterschied empfinde zwischen diesem Model 3, das ist ein Dual Motor Model 3, relativ neu, glaube ich, wahrscheinlich letztes Jahr zugelassen, und den vergleichen mit meinem Model S, was jetzt auch schon 3 Jahre alt ist. Was mir aufgefallen ist, das ist also wirklich ein spritziges Auto, dieses Model 3, also sehr agil. Die Federung finde ich erstaunlich gut, denn das hier ist ja eine Metallfederung, meins hat eine Luftfederung. Aber im Fahrgefühl ist gar kein so großer Unterschied. Was ich merke, ist, dass dieses Model 3 gut gedämmt ist. Das scheint von den Fahrgeräuschen her, zumindest bis 120 Kilometer pro Stunde, fast ruhiger zu sein als mein Model S oder ungefähr gleich. Der Bildschirm, das Entertainment-System ist neuer, es hat einen neueren Computer. Ich habe also mehr Spielereien hier. Ich kann mir mit diesem Model 3 oder auch mit den neueren Model S kann ich Netflix schauen und Spiele machen, Autorennen, kann YouTube ansehen. Das kann ich mit meinem Model S nicht machen. Das ist ja auch schon 3 Jahre alt. Das sind natürlich kleine Spielereien, aber wenn man vielleicht irgendwo lange an einer Ladestation steht, also eine halbe Stunde oder etwas länger, dann ist es vielleicht nützlich, wenn man so kleine Spielereien hat, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Das Auto hier ist ja etwas kleiner als das Model S, aber die Sitze fand ich sehr gut, kann man sehr gut einstellen. Was ich ganz gut finde, ist, wie hier die Türen aufgehen. Also man drückt hier drauf und die Tür geht dann direkt einen kleinen Spalt auf. Also das finde ich sehr gut. Was ich auch gut finde hier beim Model 3 und eigentlich besser als beim Model S, ist, dass die Türen sowohl vorne als auch hinten diese Ablagefläche haben, diese Taschen auf der Seite. Das hat der Model S nicht. Die ganz neuen Model S Modelle, die Ende 2021, glaube ich, auf dem europäischen Markt haben, die sollen es dann bekommen. Der Bildschirm ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das vorher nicht kennt. Dafür ist der Blick nach vorne natürlich frei. Ein weiterer Unterschied ist der Kofferraum. Der ist zwar ziemlich groß hier bei dem Model 3, aber wie man hier sieht, die Heckscheibe selber wird nicht nach oben aufgeklappt. Es ist also kein so variabler Kofferraum. Man kann natürlich die Rücksitze umklappen, aber es hat keine so große Ladeöffnung wie der Model S das hat. Also eine Kommode kann man hier drin nicht transportieren, aber es ist eigentlich für ein Auto dieser Größe ein doch recht angenehm großer Kofferraum. Vor allen Dingen, weil ja es hinten unter dieser Klappe noch einen tieferen Raum gibt. Tja, und mein Model S ist eben in der Werkstatt im Moment aus ein paar Gründen. Zum einen steht noch ein Service an. Ich glaube, jetzt bei den neuen gibt es gar keinen vorgesehenen Service mehr. Bei meinem, der ist ja noch ein bisschen älter, hatte ich noch 3 Jahre Service, also das wird gemacht. Dann lasse ich im Rahmen der Rückrufaktion, die im Moment läuft, den Chip in diesem Entertainment-Computer auswechseln. Da habe ich zwar keine Probleme mit gehabt, aber Tesla ersetzt diesen im Moment, weil wohl nach vielem Gebrauch, nach sehr langem Gebrauch, der Speicher voll wird und das ausfallen kann. Da kann man zwar weiterfahren, aber man sieht eben nichts mehr auf dem Bildschirm. Das ist bei mir noch nicht vorgekommen, aber das ist so eine Vorsichtsmaßnahme. Und dann geht im Moment diese Herbeiruffunktion nicht, wo man also mit dem Telefon, mit der App das Auto vorwärts oder rückwärts fahren lassen kann, auch wenn man selber nicht drin sitzt. Das ist sehr praktisch, um ein Auto in die Garage einzuparken, wenn die Garage sehr eng ist. Da scheint es im Moment auch irgendwie ein kleines Problemchen zu geben und das wird auch angeschaut. Und deswegen bekomme ich für diese paar Stunden, in denen ich mein Auto nicht zur Verfügung habe,
hier einen Ersatzwagen gestellt. Das ist ein angenehmer Service von Tesla. Und wie gesagt, ich arbeite nicht für Tesla, ich habe da keinen weiteren Vorteil von, aber ich finde das Auto einfach interessant und gut und ich hoffe, diese kleine unwissenschaftliche Information hat euch auch gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.